Hi Christian. Moin, grüß dich Jens. Also in den ganzen Calls muss ich echt sagen, mich erschlägt das Thema VMware bei Broadcom. Lizenzen, immer wieder dasselbe. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, Passiert viel. und passiert viel. Ich finde, es ist halt die Berichte, die man so liest, Alternativen zu VMware, Umstellungen. Wenn man sich da mal wirklich Gedanken drüber macht und auch mit ein paar Kunden drüber redet, dann merkt man schon, wie tief die in VMware verzahnt sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch Kunden, die das gar nicht so, ich sag mal, tief integriert haben. Also die könnten durchaus wechseln. Die Frage ist nur, auf was? Das ist eine gute Frage, weil ich meine, gerade wie breit man das Portfolio auch nutzt, sind es ja diverse Möglichkeiten, die man da nutzt mit dem ganzen VMware-Portfolio. Und das nochmal woanders zu finden, ist gar nicht so leicht. Ja, oder man muss auch da Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das ist auch etwas, was gerade nicht so wirklich passiert. Also jeder ist irgendwie am Schimpfen, aber wenn man mal auf die allgemeine Preissteigerung anguckt, die es draußen gibt, also Haufen Riegel irgendwo im Supermarkt oder was auch immer, das ist alles teurer geworden. Ja. Wenn man das prozentual jetzt hochrechnet auf die Lizenzen, die sind überall teurer geworden. Auch die Modelle, also man findet fast nur noch Subscriptions. Überall. Microsoft Subscriptions. Überall. Ja, der am heißesten gehandelte Mitbewerber für VMware, also Nutanix zum Beispiel, schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren Subscriptions gestellt. Cloud-Modell mal probiert, ja, wollen wir die Cloud, dann wieder nicht. Also, was mich am meisten geschockt hat, also wenn man so ein bisschen in die Recherche geht, Community. Also du findest ja zu vielen der in den ganzen Blogartikeln aufgeführten Alternativen, was findest du denn da? Nichts. Und da frage ich mich echt, wie soll das am Arbeitsmarkt passieren? Also wie schnell soll der Arbeitsmarkt sich da verändern? Also unsere Leute, dem einfach zu sagen, ey, vergesst eure ganzen langjährigen VMware-Erfahrungen und ihr wisst genau, wo welche Tricks zu machen sind, die Tweets, ja. Das sind Erfahrungen, die kann man nicht nachtrainieren. Das ist etwas, was ich so ein bisschen... Und wir suchen nach professionellen Lösungen. Wir suchen nach keiner Lösung, die für den Hobbykeller funktioniert, sondern Lösungen, die für unsere Kunden funktionieren in der Skalierung, die enterprise-fähig ist. Genau, also das große Thema, ja, der ESXi-Hypervisor ist jetzt nicht mehr kostenlos. Ganz ehrlich, wer hatte den denn kostenlos eingesetzt? Da hast du keine API gehabt oder sonst was. Also wenn du es wirklich in einem halbwegs professionellen Umfeld eingesetzt hast, hast du zumindest mal eine API gebraucht, um einen zum Beispiel in einem Remote-Standort befindlichen Single ESXi-Host zu managen aus der Ferne. Also das konntest du gar nicht mit der Free-Version. Ja. Von daher, der Vergleich hinkt da. Ja, die große Angst ist halt, es wird super teuer. Glaubst du, es wird super teuer im Vergleich? Nee, also ich bin davon überzeugt, dass es nicht super teuer wird. Erfahrungen mit Gesprächen, mit Erstgesprächen für Kunden, die jetzt demnächst, also zeitnah neue Lizenzen brauchen, haben auch gezeigt, die haben in der Vergangenheit Lizenzen eingesetzt, die sie so nicht gebraucht haben oder die, ich sag mal, overengineert waren. Ein kleines Beispiel, Kunde, 4 Hosts. Damals CPU-Sockel basiert natürlich auf mit Single Socket unterwegs gewesen, das heißt nur 4 Lizenzen gebraucht. Enterprise Plus. Bei 4 Hosts. Wichtig. Ja. Jetzt haben wir über die Evolar haben wir gesagt, okay, lass uns das doch mal analysieren. Was ist denn dein Unterschied? Der Unterschied zu einer Standardlizenz wäre, okay, er verliert den Dynamic Resource Scheduler und er verliert den Distributed Switch. Jetzt hat er aber vSAN mit drauf. So, da kommt der Distributed Switch schon mal mit der vSAN-Lizenz oben drauf. Also verliert er eigentlich nur den Dynamic Resource Scheduler, den DRS. Jetzt ist mal die Frage, eine 4-Hosts-Installation, wie dynamisch ist die denn? Die haben in den letzten 2 Jahren keine 2 VMs mehr oder weniger dazu bekommen, also da ist keine Dynamik. Und so eine Analyse mal zu fahren und
das mal zu analysieren, nachzugucken, zu bewerten auch, welche Lizenzform setzt du denn ein. Das ist jetzt das, wo es drauf ankommt. Nicht irgendwelches Bashing, dass irgendwas teurer geworden ist, sondern wirklich nochmal ein Right-Sizing anzubieten und da vielleicht auch einen halben Tag Workshop zu investieren, um mal zu sagen, was brauche ich denn? Das sind die kleinen und Mittelständler. Die gehobenen Mittelständler, bei denen bin ich sogar überzeugt, da wird es günstiger, weil da haben ja auch viele schon in HCI gesetzt. Mhm. Also auch unsere Kunden, weißt du ja, wir haben viel VxRail im Einsatz draußen. Wenn man da jetzt nochmal mit ein paar mehr Features oben drauf kommt, die vielleicht die ganze Zeit gewollt waren, aber nicht bezahlt werden konnten oder wo sie gesagt haben, hätte ich zwar gerne, aber ja. Es gibt die Add-ons, es gibt die Pakete und damit bekommen wir deutlich mehr Ruhe rein und ich glaube, das bringt auch sehr, sehr viel Effizienz in das Ganze. Ich denke auch, diese klaren Strukturen, das wird entsprechend die Ruhe reinbringen und ja, mit einem Assessment oder mit einem kleinen Workshop, wie man damit umgeht, haben jetzt gerade viele Kunden bei uns angefragt. Ich finde, das ist der richtige Weg, ja, mal zu gucken, was haben wir, einen Status Quo zu ziehen, vielleicht auch nochmal einen Scanner über die ganze Landschaft drüber laufen zu lassen, was ist wirklich im Einsatz, wie dynamisch ist das hinten dran und. Und dann bekommen die auch nachher diese Sicherheit, okay, das ist jetzt tatsächlich das Paket. Ja. Ja, ich denke, da sind auch einfach die Workshops, die wir machen, einfach super gut, weil du einen klaren Outcome hast. Das habe ich wirklich genutzt, da möchte ich hin. Wie ist der Weg dahin? Und es gibt nicht mehr 1000 Wege, die dahin führen, sondern es ist ein bisschen einfacher, die Karte zu lesen. Und ja. Aber zum Glück keine 100%ige Controller-Entscheidung mehr wie in der Vergangenheit, ja, mit den ganzen SKUs und was es da alles gab. Das war ja zum Teil echt ein Wildwuchs. Zum Glück, wir sind mehr die Techies, als dass wir die SKU-Experten waren. Genau, jetzt kommen wir zum Start, ja, um das Ganze wirklich effizient für den Kunden zu gestalten. Sehr schön, ja. Gefällt mir auch gut.